Herzlich willkommen zu TodoVoodoo, eine neue Funktion, und zwar gibt es jetzt Export und Import von Tasks, und zwar die Aufgaben von Microsoft To Do wollen wir exportieren und importieren. Man sieht schon in der Homepage, dass es hier 3 Bereiche gibt: die bisherigen Tags von Microsoft To Do, diese Boards, die mit Tags in Verbindung stehen, und jetzt neu diese 2 Funktionalitäten, Import und Export Tasks. Es ist unabhängig davon, von diesen Boards, daher man kann das Programm auch benutzen, wenn man nur Import und Export benutzen will. Beginnen wir mit Export Tasks. Man könnte es auch über das Menü auswählen. Gut. Hier gibt es ein einfaches Formular. Man wählt das Format, das man haben will. Ich wähle mal TextMin und dann die Liste, die man exportieren will. Und in dem Fall zeigt es uns eben diese 3 Tasks an. Man sieht den Titel und, falls vorhanden, die Notiz in der Aufgabe. Schauen wir uns das an, das ist hier drinnen. Da gibt es eben eine Notiz, die wird angezeigt. In diesem Format werden eben nur Titel und Notiz aufgeführt und eine Leerzeile ist dazwischen. Das war schon. Ich kann das kopieren oder speichern, je nachdem, was ich will. Copy geht natürlich in die Zwischenablage und Save speichert es uns in den Download-Ordner des Browsers, in den Standard-Download-Ordner. Das machen wir vielleicht mal mit CSV-Format. Hier gibt es ein großes CSV-Format, das alle möglichen Parameter darbietet, und CSV-Min, das nur wenige anzeigt. Das kopiere ich auch manchmal. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Bei Copy ist ein Tab für die Trennung der einzelnen Zellen zuständig, und bei Save ist es Semikolon bzw. Strichpunkt. Speichern wir mal. Und das war's dann schon. Man kann sich das Format ansehen. CSV wird üblicherweise verwendet, um von einem Programm zum anderen Daten zu transportieren. Dazwischen muss man sie meist aufbereiten, weil natürlich die Spaltennamen anders sind oder überhaupt nicht vorhanden sind in einem Programm. Deshalb gehen wir jetzt gleich mal zu Import. Das ist genau das Gegenstück natürlich, mit den gleichen Formaten. Es gibt hier nur Text und Table auszuwählen. Wobei, wenn man das File lädt, wird das auch selbst erkennen und wählt eben das richtige Format nach Dateiendung, ob Text oder CSV verwendet wird. Man sieht ja auch jetzt dann ausgewählt Table. Und jetzt brauche ich nur mehr die Liste auswählen, in der es gespeichert werden muss, und ich kann dann hochladen. Bei CSV gibt es jetzt diese ID-Liste, und sobald eine ID vorhanden ist, das ist eine sehr lange Zeichenkette, dann wird der aktuelle Task, die aktuelle Aufgabe abgedatet, und wenn die leer ist, diese Spalte oder diese Zelle, dann wird dieser Task neu angelegt. Ist die ID vorhanden, ist sogar unabhängig, welche Liste man hier auswählt, die Task-ID ist hier prägend, und Microsoft To Do weiß dann, welcher Task es ist, unabhängig davon, in welcher Liste der ist. Gut. Wozu ich das eigentlich ständig verwende, ist, ständig ist gut, es ist ja noch sehr neu, aber dafür habe ich es eigentlich gemacht für mich. Und zwar, man kann genauso hier im Textformat das File laden, das man zuerst gesehen hat, oder man tippt hier einfach ein. Oder was ich eben ständig brauche, ist, dass ich immer wieder, weil es so einfach ist, unter OneNote so Aufgabenlisten schreibe, die ich dann nicht mehr finde, und ich will sie aber eigentlich in Microsoft To Do haben. Deshalb kopiere ich sie mir, trage sie hier rein, wieder das Format, Leerzeile dazwischen und einen Text, wähle eine Liste aus, schiebe ich das zur Seite, klicke auf Upload, und dann sieht man, dass die hier in
Microsoft To Do ankommen. Und hier unten wird auch noch ein Logfile angezeigt. Gut, was gibt es noch zu sagen? Vielleicht beim CSV-Format. Ich speichere es als UTF-8 mit BOM. Damit kann Excel zum Beispiel ganz gut umgehen, wobei, wenn man in Excel was verändert und es wieder speichert, muss man extra auswählen, dass man das verwendet. Bei der älteren Excel-Version kann man das nicht, dann öffnet man die Datei mit Notepad zum Beispiel und kann das dort dann speichern und mit UTF-8 BOM File-Kontierung. Was ist noch zu sagen? Die Trennung sind Semikolon zwischen den einzelnen Zellen, das habe ich schon gesagt. Ja, im Allgemeinen ist das CSV-Format jetzt nicht unbedingt dafür gedacht, dass man in Excel öffnet und was ändert und speichert, sondern ihn programmatisch verarbeitet und eben von einem Programm zum anderen. Benutzt man Import-Export häufig, dann ist es etwas störend, dass man ständig dieses Format und Importformat auswählen muss. Dazu gibt es ein Setting, das ich normalerweise hier bei Import-Task auf Text und Export auf CSV eingestellt habe. Dann erspare ich mir einen Klick, aber es ist wirklich praktisch, weil dann kann ich hier gleich meine Daten reinkopieren oder eintippen. Gut, so viel dazu. Das war also die neue Funktionalität, Import und Export von Tasks in Microsoft To Do über TodoBudo. Ich hoffe, dass es nicht nur für mich praktisch ist, sondern auch für andere. Bitte hinterlasst in den Kommentaren, wie euch diese Funktion gefällt, ob es Probleme gibt und ob es Wünsche gibt für weitere Änderungen oder Zusatzfunktionen. Bitte lasst auch einen Daumen nach oben da. Vielen Dank und danke fürs Ausprobieren.